Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute 20 Bosch-Neuheiten hier auf dem Tisch. Wir haben richtig coole Sachen. Wir haben einen neuen Akkuschrauber von Bosch und das ist immer interessant. Wir haben eine neue Kappsäge als Preisbrecher. Wir haben den Nachfolger der GTS 10 XC und wir haben endlich einen Volkssauger von Bosch Professional. Also rein das Ganze. Wir haben heute wieder jede Menge interessante Geräte auf dem Tisch und man sieht genau, wie Bosch das gesamte Line-Up so ein bisschen verändert und verschiebt. Und das sehen wir an vielen kleinen Details. Und wir fangen hier bei der Kappsäge an. Wir haben hier kein riesen Kappsägenmonster, sondern wir haben hier eine Säge mit einem 216er Blatt hier vorne drin. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass wir nicht hier wieder irgendwas neu, High-End, irgendwas und so weiter haben, sondern wir haben hier die absolute Einstiegssäge. Und wir sehen auch ganz klar, dass Bosch allgemein im gesamten Bereich Kappsägen das alles mal ein bisschen umstellt. Früher hatten wir noch die 800er, 8 SJL, 8 STE und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass wir über die Zeit nach und nach die Sägen einem Update unterzogen haben, also nicht wir, sondern Bosch. Und hier sehen wir jetzt die absolute Einstiegssäge. Das hier ist die GCM 305 216S. Es gibt ja auch die 216D zum Beispiel, die ist hier oben drüber anzusiedeln. Bei der Säge ist es so, dass wir ein relativ kleines Sägeblatt haben, keine so hohe Schnitthöhe, die blende ich dir auch hier an der Seite mal ein, und eine Schnitttiefe an der Stelle nur bis 305 mm. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn bei der Säge ist es so, wir haben hier eine vollständige, gute, große Säge mit einigen coolen Features, die aber unter 200 € wahrscheinlich nachher kosten wird. Und übrigens, alles, was du hier siehst, wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist aber so neu, dass ich auch den endgültigen Preis noch nicht kenne. Ich weiß aber, er wird wahrscheinlich unter 200 € sein oder so um die 200 €. Und so günstig hast du von Bosch Professional eigentlich noch nie eine Säge bekommen. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, ist es so, dass sie natürlich in der Funktion deutlich eingeschränkt ist. Wir haben keine zweiseitige Neigung, wir haben hier nur eine einseitige Neigung, aber die Frage ist auch mal, wie oft braucht man das? Und bei der einseitigen Neigung ist es jetzt so, in der Vergangenheit musste man hier hinten im Rumfummeln irgendwas machen. Heute ist es anders bei der Säge. Ich kann hier einfach das ziehen und schon kann ich die Säge hier zur Seite neigen. Ja, das geht sehr gut. Ich kann hier das irgendwo einstellen und zack, schon funktioniert das Ganze. Hier bei der Gärung sehen wir auch da nur 45 Grad rechts, 45 Grad links. Vielleicht sind es auch 47 Grad, das kann ich jetzt gerade nicht genau sagen oder nicht genau ablesen, aber es sind jetzt nicht diese 50, 60 Grad, die viele andere Sägen haben. Und ja, die Säge ist zwar relativ reduziert bei vielen Dingen, aber für das, was man alltäglich braucht, reicht es eigentlich. Und hier sind auch viele kleine Zusatzfeatures drin, wo ich sage, das finde ich eigentlich ganz gut. Nummer 1, wir haben hier einen Laser, das ist schon mal eine schöne Sache, schlaglich wäre schöner, aber sei es drum. Nummer 2, wir haben hier diese kleinen Kästen so mit dabei. Jetzt nehme ich mal hier den ab, ist einfacher. Also, bei den Kästen haben wir folgenden Vorteil. Übrigens, ich glaube, das erste Mal habe ich das sogar bei Bosch DIY gesehen, vor 15 Jahren oder so. Aber finde ich gut, dass es hier auch dabei ist. Diese Kästen kann man überall einsetzen, auch hier an der Seite. Man kann auch zwei hintereinander tun. Vielleicht kann man die sogar nachkaufen, dass man das noch ein bisschen mehr variabel gestalten kann. Finde ich eine coole Sache. Dann können wir hier den Tisch auch ausziehen, ja? Obwohl wir so einen geringen Preispunkt haben. Das geht bei vielen Sägen ja nicht, die wirklich sehr günstig sind. Was wir auch noch machen können, ist, wir können hier so einen Anschlag einstellen. Und das finde ich sehr, sehr sinnvoll, sodass du ein festes Maß hast. Wenn du kleinere Teile machen möchtest, kannst du das hier auch verstellen auf das Maß, was du haben möchtest. Und schon kannst du seriell entsprechend deine Sachen sägen. Das ist eine tolle Sache. Ich mag das, ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber sei es drum. Was wir nicht haben, ist eine kleine Bauform. Du siehst also hier, wenn ich die wirklich mal nach hinten ausfahre, das ist schon riesig groß, aber sie ist eigentlich auch weniger fürs stationäre Arbeiten gedacht, sondern die Säge nimmst du dahin mit, wo du entsprechend sägst. Ich finde es cool, dass wir die dabei haben und wir machen heute wieder Folgendes. Wenn wir eine Säge oder ein anderes Produkt genau testen sollen, unten in den Kommentaren haben wir von einigen Top-Produkten einen Kommentar angepinnt. Bitte bei dem Kommentar, zum Beispiel zu der Säge hier, ein Like dran tun, wenn wir sie testen sollen. Ja? Das gilt natürlich auch hier für alle anderen Produkte. Auch das findest du unten in den Kommentaren. Klick da einfach mal rein. Wir würden uns freuen, weil dann wissen wir nämlich, was sollen wir nochmal nachtesten. Hier zum Beispiel wäre eine Sache interessant, wie gut ist hier eigentlich die Absaugung? Absaugung ist bei Kappsägen ja immer so ein Thema. Kommen wir zum nächsten. Wir haben hier eine Säbelsäge. Über die gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer offensichtlich für mich ist das wirklich eine Einstiegssäge. Ich kann hier nichts groß einstellen. Ja, ich habe im Grunde habe ich genau zwei Schalter, an und
rechts, also an und verriegeln und nicht verriegeln. Das war's. Ich kann keine Geschwindigkeit einstellen, ich kann hier vorne die Tiefe nicht einstellen, kann ich gar nichts einstellen. Das ist wirklich eine ganz, ganz einfache Säge. Übrigens habe ich hier die GSA 18V 280. Hier müsste ich wirklich mal schauen, wie gut kann die denn sägen, beziehungsweise wie schnell ist sie eigentlich. Aber ihr seht hier wirklich hier wieder eine Einstiegssäge und wir sehen das auch bei vielen anderen Produkten gleich noch. Bosch sagt sich, glaube ich, aktuell, Mensch, wir wollen auch wirklich im Segment weiter noch nach unten kommen, dass wir den Einstiegsbereich auch bedienen können. Denn hier gucken wir mal weiter und das ist eigentlich ganz interessant. Wir haben einen neuen Akkuschrauber von Bosch Professional und das finde ich immer super spannend, weil da sieht man so ein bisschen, wie Bosch so gerade so in der Denkweise ist. Denn wir haben hier den GSR 18V52, einmal als GSR und auch als GSB. Das heißt, hier haben wir die R-Version, hier haben wir die B-Version. B heißt ja immer mit der Bohrfunktion, sehen wir hier auch in diesem Zwischenring. Hier können wir umschalten von Schrauben, Bohren und Hämmern. Hier können wir nur Schrauben und Bohren. Bei dem Akkuschrauber ist es so, dass er der Nachfolger sein soll vom 45er. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder 45er auslaufen. War auch wirklich so ein Modell, was kurz über 12 Volt war, dann bei 18 Volt relativ wenig Kraft wieder hatte, wo ich mir denke, so für ein paar Euro mehr kaufst du dann auch schon den 55er oder so. Und jetzt haben wir hier den 52er. Wir haben hier 52 Newtonmeter, maximales, nein, im harten Schraubfall. Maximal ist er mit 70 angegeben. Kann ich nicht testen, aber von der Kraft her auch da wieder, schreibt unten bzw. klickt unten mal den Kommentar an, soll ich den mal testen. Denn wir haben hier auch ein Gerät, was wirklich reduziert ist in der Funktionalität. Wir haben hier kein Anti-Kickback, das haben wir nicht dabei. Wir haben hier nur ein Licht, wir können schrauben und so weiter. Man muss jetzt aber eine Sache sagen, ich finde, erstens, er liegt wirklich gut in der Hand und zweitens, das hier oben ist wirklich richtig gut, die Gangwahl ist gut ausgelegt. Bei vielen Akkuschraubern ist es so, dass es klickt sich komisch und also Bosch, muss ich sagen, macht das schon richtig gut. Andere Hersteller muss man immer so reinwürgen gefühlt und hier geht es wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Egal auch wo gerade der Schrauber steht, also wo das Getriebe steht, das ist bei vielen anderen eben nicht so. Zusätzlich hat Bosch auch einen neuen Akku eingeführt und da habe ich mich persönlich, muss ich sagen, sehr gefreut, denn der 2 Ampere-Stunden Akku hat jetzt ein Update bekommen, auf jeden Fall vom Design. Sieht man auch normalerweise, wo sehe ich, wie voll er ist, hier oder hier. Hier ist es jetzt mal an der Seite. Ich habe hier einen kleinen Taster, drücke ich drauf, sehe, wie voll ist der Akku denn eigentlich. Und beim Akku muss ich auch ganz klar sagen, neues Design finde ich cool, ist natürlich komplett rückwärtskompatibel, bis in die Unendlichkeit. Bosch 18 Volt, ihr kennt das alle. Das ist ja inzwischen sind über 15, 16, 17 Jahre, also ewig zurück, die Geräte, kannst du auch mit diesem Akku betreiben. Cool finde ich jetzt Folgendes, wenn ich mir diesen Akkuschrauber anschaue, ist der Akku eigentlich genau das Richtige. Warum? Wir haben hier einen Akku, der keine hohe Akkuleistung braucht eigentlich, sondern der kommt auch mit einem kleinen Akku gut klar und schafft auch da sein maximales Drehmoment. Und wenn wir jetzt einen Akkuschrauber uns anschauen, in der GSR-Version, also ohne den Zwischenring, wiegt er nur 900 Gramm. Jetzt haben wir hier dazu einen Akku, der auch sehr leicht ist und der auch nochmal 100 Gramm leichter ist als der Procore, den wir hier unten drin haben, obwohl sie ja gleich groß sind. Ja? Wir haben hier natürlich 2 Ampere, hier haben wir 4 Ampere, aber das beides zusammen, da haben wir ein Gewicht von unter 1,4 Kilo. Ich glaube knapp 1,3 Kilo mit dem 2 Ampere-Stunden, mit dem Procore wären wir bei 1,4 Kilo und die 100 Gramm merkt man dann doch schon, wenn du wirklich was Kleines, Kompaktes, Leichtes in der Hand haben möchtest. Finde ich super. Was es übrigens auch neu gibt, ist das Ladegerät. Wir haben hier ein kleines Ladegerät, lädt nur mit 2 Ampere. Ich mag das. Warum? Erstens, es ist klein, kompakt, 2 Ampere-Stunden, lädt schön langsam, schonend für den Akku und man kann das Kabel hier entfernen. Das heißt, wenn hier das Kabel dir mal abbricht oder sonst irgendwas, du willst ein kürzeres, längeres Kabel, das kannst du einfach nachkaufen. Hier reinstecken, ist ein Standardanschluss und wir haben hier ein schönes, kleines, super leichtes Ladegerät. Das wiegt, glaube ich, ja, wenn ich das vergleiche, vielleicht 100 Gramm, 120 Gramm. Das ist eine coole Sache, freue ich mich sehr. Ja, auch da schreibt gerne unten in die Kommentare, sollen wir den mal wirklich testen auf Herz und Nieren gegen andere. Übrigens vom Preispunkt würde ich erwarten, dass der irgendwo ja, so sich bei 100, 120 Euro einpendelt. Glaube ich, ja, aber wir werden es sehen. Jetzt sehen wir was anderes, nämlich das Thema
Rohre schneiden. Das Gerät an sich werden viele kennen, weil fast genau das Gerät, wie wir es hier sehen, kennen wir aus dem Gartenbereich. Wenn ich jetzt hier mal den Akku abnehme, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein 12-Volt-Gerät. Ist es ein 12-Volt-Gerät? Ja, es ist ein 12-Volt-Gerät. Aber was wurde hier geändert? Hier, der Anschluss wurde geändert, hier vorne wurde aber auch was geändert, weil Bosch hat gemerkt, Mensch, das passt doch auch in einen anderen Einsatzzweck, nämlich im Bereich Heizungsbau. Ja? Das heißt, SHK kann das Ding hier wirklich gut gebrauchen, weil hiermit kann ich Aluverbundrohre schneiden. Das heißt, ich drücke hier auf den Knopf, so, jetzt ist er an. So. Jetzt haben wir es. Jetzt geht die Klinge hier auf. Die ist, glaube ich, auch etwas robuster gebaut und etwas anders geformt. Das hier unten ist auch nochmal anders geformt. Und jetzt kann ich hier mit Aluverbundrohr reinlegen und dann kann ich hier, das Gute ist, wenn du loslässt, dann geht es zurück, außer schneidest es komplett durch. Wir haben hier mal ein paar Nicht-Aluverbundrohre mitgeschnitten, weil genau heute habe ich kein Aluverbundrohr hier und habe aber eine Sache gesehen, das Ding hat Kraft ohne Ende. Das wird also das Aluverbundrohr auch vernünftig schneiden können. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sowas kaum jemand auf dem Markt. Ja, also da ist wirklich eine kleine Marktlücke, die wir hier haben. Kommen wir zum nächsten. Ich weiß, bei mir sehr ungewöhnlich, aber wir haben hier ein Kabelgerät und zwar ein STS Max das ist glaube ich nur Meißel, ja. Meißel, den wir hier haben. STS Max rein, 7, irgendwas Joule, blenden wir die hier auch mal ein. Schlagenergie mit Kabel und dann geht es auch schon los. Ja. Finde ich eine coole Sache, aber ihr wisst, ich bin ganz klar Team Akku. Wobei in dem Bereich macht Akku eigentlich keinen Sinn. Denn wenn du STS Max hast, möchtest du länger hart arbeiten und dann macht ein Kabel natürlich komplett Sinn. Das verstehe ich ja auch. Ja? Dann willst du auch größere Flächen abreißen oder eine Mauer oder sonst irgendwas und dann arbeitest du da auch nicht mal 10 Minuten, sondern auch gerne mal eine Stunde, 2, 3 oder einen ganzen Tag. Da ist das ein tolles Gerät. Apropos tolles Gerät, wir haben jetzt hier die Mauernutfräse. Bei der Mauernutfräse werdet ihr eine Sache erkennen, komischerweise ist jetzt auch ein Kabel dran und ich glaube, das ist jetzt nicht offiziell, aber ich habe das Gefühl, dass Bosch jetzt in der Strategie das Ganze umgedreht hat. Sie haben einfach dieses Gerät entwickelt, haben gesagt, alles klar, ich entwickle das Gerät hier, Mauernutfräse, wir blenden die ja auch mal im Bild ein, wie ich mit der akkubetriebenen Version gestützt habe. Und ich glaube, sie sagen, okay, wenn wir jetzt einen Akku haben, können wir auch ein Kabel dran machen und dann bauen sie erst das Gerät mit Kabel und schauen, vielleicht geht mit Kabel noch ein bisschen mehr. Hier war es auch so, hier schaffen wir mehrere tausend Umdrehungen mehr Umdrehung und wir haben etwas mehr Kraft. Dadurch ist es so, dass du natürlich noch besser durchs Material gleiten wirst. Das ist eine tolle Sache, aber es ist im Grunde dasselbe Gerät wie das Akkugerät. Jetzt eben auch mit Kabel. Finde ich aber ganz cool, weil als ich die vorgestellt habe, haben ganz viele gesagt, Mensch, ich will das Gerät mit Kabel haben. Hier ist es. Vielleicht hat Bosch auch mein Video gesehen. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einer Wachablösung, die größer nicht sein könnte. Denn das hier ist im Grunde der Nachfolger der nicht der GCM 12 GDL, sondern der GTS 10 XC. Im Grunde, es gibt natürlich noch eine größere Version, noch eine etwas andere Version, aber wir schauen jetzt mal auf Folgendes. Wir haben die ähnliche Säge ja schon vor Monaten oder vor einem halben Jahr vorgestellt, vor einiger Zeit, nämlich die nächst kleinere Version. Jetzt haben wir hier die große Version, dessen Name mir wieder mal entfallen ist. Moment, irgendwo steht es ja auch dran, wahrscheinlich ganz vorne. Hier steht es, und zwar heißt die Säge, da ist es, das ist die GTS 100-254. Und was ist der Unterschied zur 70er, GTS 70, ich glaube 216 oder auch 254, weiß ich gerade nicht. Aber der Unterschied ist folgendes. Die Säge hat einen höheren Schnitt, nämlich wir haben hier 100 mm Schnitthöhe. 100 mm, das ist absolut amtlich. Und wir haben jetzt wieder die Größe von der GTS 10 XC. Ja, also im Wesentlichen haben wir jetzt wieder so eine ähnliche Baugröße, aber mit den ganzen Vorteilen der modernen Technik. Das heißt, wir haben hier eine etwas kompaktere Säge, mehr
auf Rohrrahmen basiert und so weiter und so fort. Wir haben hier die Zahnstangenführung, das heißt einen perfekten Parallelanschlag, den wir auch haben. Wir haben hier eine ordentliche Möglichkeit, das abzulesen, und natürlich können wir hier vorne das Ganze auch super verstellen. Dazu werde ich auch nochmal ein separates Video machen, wo ich die wirklich beide vergleichen werde, GTS 10 XC gegen die neue 100er. Kommen wir zu einem richtig genialen neuen Produkt, und zwar der Volkssauger. Ich muss sagen, auf diesen Sauger haben wir, glaube ich, alle irgendwie gewartet. Denn wir haben hier den neuen GAS 12-25 LS. Bei dem Sauger ist es so, dass einige sagen werden von euch, ja, es gab doch auch vorher schon was Kleineres als den GAS 35. Ja, aber ich finde nie so wie hier. Denn was ist das Problem? Bei dem Sauger ist es so, dass du in der Regel gesagt hast, wenn du einen Sauger kaufst von Bosch Professional, kauf einen GAS 35, L reicht dann auch, passt. So, ja, der kostet aber richtig Kohle. Der kostet, wenn ich mich richtig erinnere, deutlich über 400 €, oder zumindest etwa so um den Dreh. Der hier kostet knapp unter 200. Und du siehst also, es ist ein riesen Preisunterschied, sodass du jetzt wirklich mal überlegen kannst, nehme ich den großen GAS 35 oder nehme ich den 25, guck nochmal richtig, 25 LS. Und ich stelle dir mal ganz kurz vor und dann schreibe auch immer unten in die Kommentare, ob wir dich nochmal auf Herz und Nieren vorstellen und auch nochmal testen sollen. Nummer 1, du kannst hier eine L-Box oben drauf schneiden, funktioniert wunderbar, kannst die natürlich auch wieder abnehmen und dann hast du hier den Sauger so, wie du ihn hast. So, bei dem Sauger ist es so, dass wir natürlich zum 35er einige Abstriche machen, aber weniger in der Leistung, sondern eher so in manchen Aufbauten und in der Wartung und so weiter. Aber du wirst es gleich sehen. Erst einmal schauen wir ihn uns mal von vorne an, hier an der Stelle. Und natürlich hier, wir haben ein schönes Kabel mit dabei, richtig, richtig hochwertiges Kabel. Wir sehen hier vorne einfach nur hier an und aus, beziehungsweise Automatik an, aus. Wir haben hier vorne die Steckdose, das heißt, du kannst ein Gerät reinstellen, automatischer Anlauf und so weiter und so fort. Alles mit dabei. Ja? Finde ich hier gut gelöst. Hier kommt der Schlauch rein, können wir auch mal machen. Wir nehmen ihn einfach mal, packen den hier rein. Wichtig, wir haben hier keinen Anti-Statik-Schlauch, sondern einen Standardschlauch. Wir haben ja auch nur einen L-Klasse-Sauger. Das heißt, wir haben einen Sauger, der im gewerblichen Bereich sogar bei den wenigsten Einsatz findet, weil im gewerblichen Bereich in der Regel eigentlich Vorschrift ist. Genau, Vorschrift ist. Manchmal, ihr kennt das auch, manchmal hakt es im Kopf. Ja? So, also wir haben das Ganze mit dabei. Wir haben hier den klassischen Click-and-Clean-Anschluss, so wie du es haben möchtest. Wir haben auch den passenden Adapter mit dabei. Wir gucken uns den auch gleich an. Zusätzlich, hier ist der Ort, wo die Luft ausgeblasen wird. Wenn man möchte, kann man das Ganze öffnen und hier mit dem Click-and-Clean-Anschluss wieder negativ rangehen und auch ausblasen. Irgendwas geht aber nicht mit dem Schlauch, der dabei ist, muss man was dazu kaufen. So, was wir noch haben, ist Folgendes. Wir haben hier auf der Rückseite die Möglichkeit, hier diese Rohre, die wir dabei haben, hier reinzustecken. Dann können wir hier Mann, das ist heute schwierig, das Kabel aufwickeln. Aber wir haben hier keine Möglichkeit, um irgendwie an den Feinfilter ranzukommen. Stattdessen ist es so, dass wir hier was ganz Wichtiges haben, nämlich wir haben hier die Möglichkeit abzuklopfen. Ich glaube sogar, dass viele sagen werden, oh, das gefällt mir sogar besser als im GAS 35L SFC, heißt er, glaube ich, SFC Plus. Denn dort ist es so, dass du ja dann vorne hier den Schlauch zuhalten musst, dann macht er das automatisch. Hier ist es aber so, dass er nie automatisch abrüttelt oder den Filter reinigt, sondern du kannst es hier manuell machen. Wenn wir uns jetzt das Gerät an sich angucken, wie gesagt, Filter wechseln kann man hier nicht, sondern, kann man schon, aber man macht es so, man nimmt das Gerät und dann kann man ihn öffnen und dann sehen wir Folgendes. Hier unten auf der Unterseite haben wir hier den Filter. Normalerweise beim GAS 35 kann man hinten aufmachen, Filter wechseln. Hier muss man das Ganze öffnen und dann hier entsprechend rausnehmen. Was wir auch machen können, aus meiner Sicht müsste das funktionieren. Wir müssten hier mit nass saugen können, denn wir haben hier einen kleinen Sensor, der merkt, ist Wasser drin oder ist kein Wasser drin. Das heißt also auch hier nasssaugfähig. Wo ich sage, oder wo ich für mich merke, je länger ich damit arbeite, umso wichtiger wird es sogar für mich. Weil ich habe immer mal bei mir zu Hause irgendwo mal Wasser stehen, so ein bisschen was hier und da, kann ich dann damit einfach mal aussaugen. Oder ich kann auch mal meine Werkstatt mal nass wischen und dann mal schön wieder, also richtig nass wischen und dann schön wieder alles wegsaugen. Finde ich eine coole Sache. Auf der Seite gibt es sonst nicht mehr zu bedenken, aber auf der Seite sehen wir jetzt hier, da ist das ganze Zubehör drin.
Und wenn wir jetzt mal schauen, ganz, ganz wichtig hier, die verschiedenen Autoaussaugen können wir damit. Wir können hier das Ganze dann umbauen für die Bodendüse. Bodendüse ist mit dabei. Und wir haben hier den Anschluss, um zum Beispiel eine Kappsäge, Tischkreissäge oder was auch immer das Ganze anzuschließen. Und natürlich einen Staubbeutel. Und ich muss sagen, wenn wir uns das angucken, wir haben jetzt hier einen Sauger von Bosch Professional mit Anschluss für Bosch Professional mit einem Preispunkt von unter 200 €. Das ist ein No-Brainer. Also das ist für mich der absolute Volkssauger. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Woran denkt ihr, wenn ihr das seht? Richtig, Betonverdichten, denn wir haben hier einen Betonverdichter von Bosch, auch sehr, sehr neu. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das alles hier zusammenpasst. Erst einmal, wir haben hier die Zentrale bzw. die Akkueinheit. Das ist eine Einheit, die wiegt mit, ich weiß gar nicht, ob mit oder ohne Akku, so um die 5 Kilo. Und wir haben hier wirklich, das ist die Einheit, die versorgt das Ganze hier mit Energie. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch schon ein paar Mal gebraucht. Ich bin jetzt kein Maurer, beziehungsweise niemand. Maurer, der braucht das gar nicht. Wie heißt denn der Beruf, der das braucht? Fällt mir gerade nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Und Entschuldigung, wenn ich euren Beruf nicht kannte. Ja, schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Aber wenn du größere Mengen an Beton irgendwo hinkippst, dann musst du sie wirklich verdichten. Das heißt also, hältst du ein Gerät rein, dann vibriert es und das treibt dann die Luft auch nach oben. Und dadurch wird es deutlich fester und deutlich kompakter natürlich. Ja. Ich habe das bei mir, als ich meinen Ringanker zum Beispiel gegossen habe, gemerkt, habe ich ein ähnliches Gerät da gehabt. Was da noch, wie stark das nochmal nachgesackt ist dadurch, das fand ich richtig krass. Also da ist es auf jeden Fall anzuraten, sowas auch wirklich zu benutzen. Der Profi wird es zu 1000% jedes Mal kennen und jedes Mal benutzen. So, wenn wir uns jetzt die Zentrale hier mal angucken, ist es so, dass es im Grunde ist es ein Akkufach eigentlich. Denn wir sehen hier Folgendes, ich kann das hier umlegen. Und dann sehen wir hier sind 2 Akkus drin, 18 Volt. Du kannst ja auch wirklich relativ große Akkus reintun. Du siehst hier Akku 1, Akku 2. Wichtig, du brauchst beide Akkus, das heißt, wir haben ein 36 Volt Gerät, um das Ganze zu betreiben. So, wenn wir das jetzt wieder zumachen, können wir es jetzt hier einschalten. Wir sehen hier den Akkustand, aber auch nur von einem Akku. Wenn wir hier drauf drücken, können wir zwischen 2 Akkus hin und her schalten, wenn sie verschieden groß sind, verschieden leer sind. Dann sehen wir immer, aha, so voll ist er dann. Auf der anderen Seite sehen wir, wie es immer weitergeht und haben wir hier ein Koppelstück, was hier auch nochmal gesichert ist, um die Energie zu übertragen. Und jetzt hast du hier verschiedene Handgriffe. Ich habe jetzt hier die kurze Version, es gibt aber auch noch eine lange Version, wo du nochmal einen deutlich längeren, weiß ich gar nicht, Schlauch mit Ende hast. Der Fachbegriff, den kenne ich gerade nicht. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das hier ist auch wirklich schwer. Ich glaube, hier reden wir irgendwie von 10 bis 20 Kilo, irgendwo so im Dreh. Aber wir sehen hier, wir haben ein Handstück und wir können das hier einschalten. Du hörst es, glaube ich, auch. Und hier wieder ausschalten. Und was ich aber interessant finde, ist, du kannst es hier schön greifen, weil in der Regel wirst du ja da, wo deine Füße sind, keinen Beton haben. Ja? Das heißt also, es wird unter deiner Fußebene sein und dann wiederum ist es so, du wirst es dann wahrscheinlich etwa so greifen und dann kannst du so eintauchen, gehst du zur nächsten Stelle, gehst zur nächsten Stelle und zur nächsten Stelle, kannst das hier schön greifen, kannst es auch hier so nehmen und siehst halt, was du machst. Wenn du hier einen längeren Anschluss brauchst, dann kannst du ihn natürlich auch kaufen und kannst dann damit dann zum Beispiel auch bei sehr großen Dingen, bei sowas wie vielleicht einer Bodenplatte oder so, wo du dann auch einen längeren Weg hast, damit arbeiten. Aber dann kannst du auch wiederum rumlaufen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich finde es cool. Wenn du natürlich jetzt damit arbeitest, muss das ja irgendwo hin. Wenn du einen kleinen Bauraum hast, kannst du es hinstellen. Wenn du aber sagst, ich möchte mobil wirklich irgendwo hin, dann brauchst du ja eigentlich 2 Hände für das Teil hier. Dann brauchst du das hier auf dem Rücken. Und dafür gibt es auch dieses Teil hier. Auch mal so einen Rückengurt. Den kannst du hier einfach nehmen, anstecken und dann kannst du es auf dem Rücken tragen. Und wenn du mich jetzt richtig ärgern willst, dann stimmst du für das Gerät unten ab, dass ich es testen muss. Und ihr seht, die Neuheiten nehmen kein Ende. Kommen wir zum Kompressor. Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil das Video dazu habe ich ja schon auf der Messe gemacht. Das verlinke ich dir auch mal hier oben. Ich muss aber sagen, ich finde es gut, dass Bosch in der Größe wirklich jetzt einen Akkukompressor angeboten hat. Denn wir haben hier wirklich ein kleines, kompaktes Gerät, was du genau häufig brauchst und wo du wirklich sagen kannst, okay, es ist noch so groß, dass du es mal eben schnell mitnehmen kannst, aber es hat trotzdem noch genügend Leistung. Übrigens ganz wichtig, ölfrei, aber zusätzlich, ja, und übrigens, hier muss ich mal drauf eingehen, der Akku ist hier wunderbar eingebaut, als Akkukompressor richtig genial gemacht. Und du siehst hier auch so ein großer 15 Ampere-Stunden passt hier rein, ohne überzustehen, finde ich cool.
Aber eine Sache kann ich dir jetzt mal zeigen, die ich in dem Video letztes Mal nicht zeigen konnte, nämlich wie laut ist es eigentlich oder wie leise ist der eigentlich. Denn auf der Messe, naja, man merkt das nicht so richtig. Aber jetzt hör mal hin. Der ist wirklich nicht laut. Der schreit dich nicht an. Hier steht es auch drauf, 87 Dezibel. Vom Gefühl her hätte ich gesagt 77 Dezibel. Das geht echt klar, finde ich echt gut. Kommen wir mal zum nächsten. Hier müssen wir vielleicht theoretisch ein paar mehr Worte drüber verlieren, aber irgendwie auch nicht. Warum? Wir haben jetzt hier im 12-Volt-Segment 1, 2, 3, 4, 5 neue Punktschleifer, so würde ich es mal nennen. Das Ganze, wenn ihr mal hier schaut, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, alles hier 12 Volt, auch die etwas größeren hier hinten mit 12 Volt. Wir haben hier immer verschiedene Größen. Das Ganze ist hier auch wunderbar abgebildet. Und das Ganze ist wofür gedacht? Ganz einfach für das Thema Automobil. Nach meinem Dafürhalten müsste es dafür sein, irgendwie so Spot-Repair zu machen oder den Lack wieder schön herzurichten. Wenn ich hier völligen Quatsch erzähle, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und vor allem, wenn du es schon einsetzt, weil es gab ja auch Vorgängergeräte oder erweiterte Geräte dazu schon ein paar Tage auf dem Markt, dann schreib es gerne mal in die Kommentare, wie sind deine Erfahrungen damit. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, können wir jetzt hier von wirklich einem sehr kleinen Durchmesser, gehen wir immer weiter hoch zu einem etwas größeren und sogar zu diesem Durchmesser und können damit ja, Dinge polieren. Wenn ich hier einen Akku drin habe, dann läuft es auch. Moment. Ja, du siehst ja auch einen sehr großen Schwingkreisdurchmesser und natürlich hier ein Pad. Du kannst es auch ersetzen durch ein weicheres Pad und so weiter und so fort. Und damit das Ganze jetzt weiter ausgebaut wird und jetzt wir sagen, okay, für größere Flächen, wenn du wirklich auch größere Flächen polieren möchtest zum Beispiel, haben wir denn jetzt auch das Gerät hier mit dabei mit einem schön weichen Pad. Da kannst du entsprechend dann auch am Auto arbeiten oder an deiner Fläche arbeiten, die du polieren möchtest. Hier kannst du dann die Geschwindigkeit noch einstellen von 2500 bis zu 5000 Schwingungen, müsste man, glaube ich, sagen. Ja? Cooles Gerät und da muss ich wirklich sagen, ich bin nicht die Kernzielgruppe, denn ich traue mich das nicht. Ich würde nie mit an mein Auto selber rangehen, weil ich dazu die Erfahrung nicht habe, dann mache ich, glaube ich, mehr kaputt, als ich es gut machen würde. Ja? Dafür gibt es die Profis, also engagiert die und die haben vielleicht dann genau so ein Gerät dabei. Kommen wir zum nächsten Gerät. Normalerweise würde ich eigentlich sagen, wenn man sowas in der Hand hat, ist eine Infrarot, eine Wärmebildkamera, ist aber Quatsch, weil wir haben ja kein Bild in dem Sinne, sondern wir haben ein Thermometer. Das heißt, wir machen das Gerät an. Innerhalb von wenigen Sekunden, 1, 2, 3 Sekunden, geht das Ganze an. Und ihr seht hier auf meiner Hand, da misst er jetzt an der Stelle. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit auch zu sehen, wo messe ich denn überhaupt, muss ich ja wissen. Dann schaue ich hier drauf und sehe, ich habe jetzt hier aktuell 32 Grad, so 31 bis 32 Grad, je nachdem, wo ich so messe. Oder ich messe einfach mal hier, weiß ich, nach hinten auf irgendeinen Punkt. Da seht ihr 20 Grad, das ist so die Grundtemperatur der Wände, die wir hier zum Beispiel haben. Oder hier unten haben wir auch wieder 20 Grad und so weiter und so fort. Das hier ist so die einfache Variante, mit der wir genau das machen können. Übrigens ganz wichtig, bitte schützt den Sensor. Ja, also wenn es nicht benutzt, klappt das wieder nach unten, danach könnt ihr es hier hochklappen. Mir ist leider genauso schon mal so ein Gerät kaputt gegangen. War echt ärgerlich. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal eine andere Version, quasi selbe Bauart, selbes Konstrukt, aber kann etwas mehr. Denn wir sehen hier, das Ganze ist hier auch schon ein bisschen anders aufgebaut. Grundprinzip ist aber dasselbe. Ich kann es wieder aufmachen, kann jetzt hier das Ganze ausführen. Ihr seht hier aber, ich habe 2 Messpunkte. Was ich auch habe ist, ich habe ein Licht hier vorne auf einmal mit dabei. Auch das ist eine ganz coole Sache. Aber was ich noch machen kann, ich kann andere Sensoren anschließen, wie zum Beispiel den hier. Den kann ich hier, ich kann es ja mal einmal ausprobieren. Der wird hier genommen, an der Seite hier eingesteckt. So, und dann kann ich Folgendes machen. So rum eingesteckt. So. Und jetzt nehmen wir das hier, jetzt setzen wir das hier auf und jetzt kann man deutlich präziser messen. Ich habe hier genau 30,0 Grad. Ja, hier auch nochmal fast 30 Grad. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ah, das geht auch.
Hier habe ich 31 Grad. Dann haben wir Zubehör wie das hier. Hier haben wir die Möglichkeit, das anzuschließen. Hier ist es so, dass wir die Raumluft fühlen können. Das heißt zum Beispiel, kannst du es in irgendeinen Windkanal reintun und dann kannst du da messen, wie die Luft dort vorbeiströmt und welche Temperatur wir haben. Das hier, den hatten wir eben schon. Was wir aber auch hier haben können, ist zum Beispiel sowas. Ich habe jetzt als erstes daran gedacht, das ist wie ein Fleischthermometer. Da kannst du nämlich hier diesen Stab irgendwo reinstecken und weißt dann, wie warm ist irgendwie sowas. Die Frage ist, wo nutzt man das eigentlich? Ich hätte jetzt in Glut reingesteckt. Ich weiß aber nicht, ob das Richtige wäre. Um Erde kannst du sehen, also ähnliches Kompost, weißt, wie warm dein Komposthaufen ist. Gibt bestimmt viel sinnvollere Anwendung. Das gibt es alles eben auch noch als Zubehör. Du siehst also ein sehr spezialisiertes Gerät für genau das Thema. Und du merkst auch, ich benutze das nicht jeden Tag. Also schreib bitte unten nicht rein, dass ich das testen soll, weil ich bin da wirklich Anfänger. Nein, aus jetzt hier. Das reicht das auch. Man kann hier übrigens einen Temperaturbereich angeben, wo er piepen soll. Das heißt, wenn es kälter ist, hier in dem Fall als 25 Grad piept er aktuell und danach halt nicht mehr. Gucken wir jetzt mal weiter und das kommen wir zu einer Sache, die ich am Anfang quasi schon mal erwähnt hatte. Und das hier ist ein Rotationsleser. Und das Interessante an dem Rotationsleser ist, du bekommst es im Koffer, bekommst alles mögliche mit dazu, bekommst hier auch so einen ich wollte fast schon Fake-Akku sagen, ein Batteriefach. Denn hier kannst du es aufmachen, bekommst hier auch Batterien mit dazu, kannst die Batterien reintun, brauchst keinen Akku von Bosch, kannst natürlich auch einen Akku einsetzen. Hier, Moment, hier, ja, das ist dämlich, Sebastian. So, hier unten kannst du einfach den Akku einsetzen, ganz normalen Bosch Professional Akku. Hast dann hier den Akku drin, kannst aber auch das damit betreiben. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Wir haben hier ein stark funktionsreduziertes Gerät oder auf die Hauptfunktion reduziertes Gerät. Das Ding macht einfach seine Linie. Ja? Und zwar kann es eine Linie von hier aus 300 Meter weit werfen. Die eine Richtung ist ja ein Rotationsleser, das heißt, wir haben einen Kreis von 600 Meter Durchmesser, wo du noch die Linie detektieren kannst. Wenn wir ihn einschalten, ihr kennt das ja, Rotationsleser rotiert, wirft das Licht irgendwo hin, haben wir hier das auch mit dabei. Einen Empfänger, ganz klassisch, ihr werdet das kennen, ran, dann wirst du genau sehen, aha, hier ist er, kannst die Höhe einstellen und kannst das Ganze ausnivellieren, also auch riesige Flächen. Aber zu einem deutlich geringeren Preispunkt als viele andere Geräte in dieser Bauart. Finde ich schon ganz cool. Der genaue Preis unten in der Videobeschreibung, wie alle anderen Geräte auch verlinkt. Und was man sieht, ist Folgendes, dass wir bei vielen Geräten entweder sehen, dass die Modellpalette deutlich erweitert wird, wie jetzt zum Beispiel hier im Bereich Kfz oder jetzt hier auch beim Thema Druckluft und so weiter und so fort. Oder dass es auch viele eher günstige Geräte jetzt gibt. Geräte, wo man sagt, okay, der Preispunkt ist etwas günstiger, aufs Wesentliche reduziert, sodass wir sagen können, Mensch, wenn wir das alles nicht brauchen, nehmen wir eben genau das Gerät und sind damit glücklich zu einem etwas geringeren Preis. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare und stimmt unbedingt ab, welche Geräte wir jetzt testen sollen. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.